Hallo meine Lieben, wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr da, wo ihr das Handy aufladen wollt, keine Ablagefläche habt, da habe ich eine geniale Idee für euch, die sich auch super als Geschenk eignet. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Ladestation im Sinne von, wenn ihr irgendwo keinen Tisch zur Verfügung habt, wo ihr euer Handy laden wollt, könnt ihr das ganz einfach so machen, dass ihr den Stecker hier durchmacht, das in die Steckdose reinmacht und euer Handy hier reinmacht und dann das Ladekabel einfach dran. Und dann hängt das ganze Handy hier mit dem Gewicht quasi so in der Steckdose drin. Ich mache das seit Jahren so, weil genau da, wo ich das Handy laden will, eben kein Tisch steht und das funktioniert wirklich wunderbar. Das heißt, ihr könnt das Handy hier reinschieben und dann auch wieder rausnehmen. Und es nimmt keinen Platz weg, sieht cool aus und ihr könnt sowas sogar für unterwegs mitnehmen. Das nimmt wirklich absolut keinen Platz weg. Und was einfach das Schöne ist, die SnapApp ist halt extrem reißbeständig und ihr könnt sie eben auch wunderbar beplotten. Und wie ihr das machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ihr braucht zwei Matten. Einerseits die Standard Grip Matte und die Strong Grip Matte. Den Plotter, da habe ich das Fine Point Blade drin. Dann Entgitterungstool, Schere, bisschen Kleber, ganz normaler Zementit-Flüssigkleber drin. Ich habe das Falzbein das, was ich geklebt habe, fest zu streichen. Dann eine Flexfolie, da habe ich eine grüne oder Limettengrüne. Dann habe ich schwarze SnapApp und um die Flexfolie dann auf die SnapApp aufzubringen, habe ich noch die Cricut Mini und die Hitzematte. Und natürlich brauchen wir auch ganz kurz die Nähmaschine. Das könnt ihr aber auch, wenn ihr keine Nähmaschine habt, von Hand nähen. Und dann brauchen wir den Design Space. Und genau damit starten wir jetzt. Auf dem Design Space habe ich schon ein Projekt gemacht und das passen wir jetzt kurz an. Das ist hier die Ladehalterung und da sage ich anpassen. Hier habe ich mir angeguckt, wie viel Platz ich brauche für mein Handy. Wenn ihr euch das anguckt, in etwa von hier bis hier runter ist so der Durchmesser von meinem Handy. Das heißt, dass ich in diesen Tunnel, den es hier dann gibt, dass da mein Handy drinne Platz hat. Und dann hier oben habe ich einen Bereich, den ich abnähen werde, hier ringsherum. Und das natürlich auf beiden Seiten, weil eben es wird zusammengenäht, oben und unten. Und hier habe ich eine Ausbuchtung, damit der Stecker durch kann. Und diese Ausbuchtung habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich zuerst ein Sechseck genommen habe und da dann einfach die entsprechenden Maße, wie ich mir das abgemessen habe, die eingegeben habe. Und ihr seht, von der Form her sieht es dann in etwa so aus. Und das ist jetzt zwar kleiner, aber einfach vom Prinzip her, ich habe das dann einfach mittig platziert. Das würde in etwa so aussehen, ne? Der Hintergrund, und das ist ein bisschen kleiner. Es geht mir nur darum, euch das beispielhaft zu zeigen. Das hier dupliziere ich noch, Ctrl+C, Ctrl+V und platziere das auch hier unten. Und ich habe einfach geguckt, dass der Abstand hier gleich groß ist wie der Abstand. Und zwar bin ich da einfach ein quasi Feld oder ein Häuschen. Und dasselbe habe ich hier gemacht. Und dann habe ich diese drei Elemente markiert
und gesagt, Ausrichtung horizontal zentriert. Und dann habe ich die markiert, respektive zuerst mal 2 davon und gesagt beschneiden. Dann das Hexagon wieder hochgenommen und auch hier nochmal gesagt beschneiden. Und dann kann ich die Elemente, die es nicht mehr braucht, löschen. Und dann seht ihr, habe ich hier einen Tunnel, der leer ist. Und dann habe ich entsprechend der Größe noch dieses Relax eingefügt und das sind 2 Bilder. Ich bin hier auf Bilder gegangen und habe Relax eingegeben. Und wenn ihr da ein bisschen runter scrollt, seht ihr hier dieses Relax-Bild, das habe ich markiert. Und dann habe ich noch Hearts eingegeben und diese Dreiergruppe genommen. Und diese beiden Bilder hier seht ihr, das sind jetzt 2 Bilder, die habe ich eingefügt. Und dann habe ich das in der Größe einfach so angepasst, dass es dann innerhalb meines Elementes auch Platz hat. Und die Herzen auch ein bisschen kleiner gemacht. Und die da einfach platziert, wo ich die haben wollte. Und dann habe ich beide Elemente markiert und die verschweißt. So einfach ist das gemacht. Das heißt, ihr müsst euch einfach abmessen, wie groß ist euer Handy, das heißt, wie groß kann der Tunnel sein und wie groß muss dann das Element oben und unten noch sein, damit ihr da eben diese Aufhängung annähen könnt. Bei mir, ich habe ein iPhone, das 11er, und da habe ich 13 cm in der Breite und 29 cm in der Höhe. Ich lösche das jetzt, weil das brauche ich nicht mehr, weil das Design habe ich schon vorbereitet. Und ich habe jetzt hier 2 Elemente, schneiden, schneiden. Das heißt, eines ist die Snap-App und das grüne ist die Flexfolie. Das kann ich jetzt herstellen. Und ihr seht, das hat ganz knapp hier Platz innen drinne. Und wenn ihr was Größeres braucht, es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr die Cricut-Schneidematte gibt es ja auch größer, dass ihr sowas nehmt. Und das muss ich nicht spiegeln, aber die Flexfolie muss ich natürlich spiegeln. So, jetzt starten wir hier mal und gehen auf Weiter. Und irgendetwas ist mit meinen Materialien passiert, weil ich habe vorhin gerade ein Update gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was ist, weil die Titel verloren gegangen sind. Da gehe ich auf alle Materialien durchstöbern und sage My Materials. Und da habe ich eins, was Snap-App heißt. Das heißt, ich habe ein Material angelegt, was 350 Druck hat. Und habe das dann in meine Materialien eingefügt. Und da habe ich zudem gesagt, es muss mit mehr Druck arbeiten. Und jetzt kann ich einfach ein Stück Snap-App, was groß genug ist, nämlich 30 cm mal ungefähr 15 cm, auf die Strong Grip Matte bringen. Das heißt, ich nehme hier die Strong Grip Matte und bringe meine Snap-App da drauf und gucke, dass die wirklich gut klebt. Wenn ihr die gerollt aufbewahrt, dann könnt ihr, und die sich zu fest rollt, dann könnt ihr die quasi so über die Tischkante ziehen und dann wird die ein bisschen gerade, oder ihr könnt sie auch bügeln. Und ihr seht auch, mit der Strong Grip Matte hält es auch wirklich super drauf, und mit diesem Mehrdruck schneidet es das wunderbar aus. Und wenn ihr den Stecker anguckt, da komme ich jetzt wunderbar durch. Und das Prinzip ist das, wir machen das jetzt zusammen, dann kommt das so in die Wand rein und hier unten kann dann mein Handy rein.
Jetzt haben wir noch die zweite Matte und da will ich natürlich ein anderes Material haben, nämlich das Everyday Iron-On, und da kann ich auch mit dem Standarddruck fahren. Dann kann ich hier auch die Flexfolie drauf bringen und da immer drauf gucken. Die glänzige Seite muss nach unten liegen. Das war auch schon alles mit dem Plotter. Vergesst nicht, euer Projekt zu speichern. Dann kann ich das, was zu viel an Folie da ist, kann ich kurz abschneiden. Es ist einerseits geht es euch einfacher zum Entgittern und andererseits, ne, wenn ihr irgendwo kurz ein kleines Element braucht, könnt ihr ganz einfach auf solche Anschnitte zurückgreifen. Also ich würde die nie wegschmeißen, sondern da habt ihr immer wieder ein Projekt, wo ihr nur was Kleines kurz braucht und dann habt ihr genau solche Anschnitte, die ihr dann verwenden könnt. Dann müssen wir das Ganze noch entgittern. Immer gut kontrollieren, dass ihr nichts mehr drin habt, was da nicht rein soll. Geodreieck habe ich ganz vergessen euch zu sagen, aber es hilft, ne, wenn wir jetzt das angucken. Ihr habt hier einen Abstand und ich hätte gern, dass ich unten denselben Abstand habe. Und das müsste 1 cm sein. Das heißt, von dieser Ausbuchtung runter 1 cm. Mal gucken, was vorne und hinten ist. Das ist vorne. Also 1 cm von dieser Ausbuchtung. Zieht hier eine Falzlinie, damit sich da die Snap-Up schön biegt und ihr dann gleichmäßiges Ergebnis habt auf beiden Seiten. Dann kann man die hier auch wunderbar biegen und es gibt eine schöne Kante. Weil das ist genau der Bereich, den wir zusammenkleben und dann auch nähen werden. Das ist jetzt meine Außenseite, das ist meine Innenseite und da klebe ich jetzt diesen oberen Bereich kurz zusammen. Flüssigkleber auf Snap-Up hält einigermaßen und deshalb werden wir das auf jeden Fall noch abnähen nachher, damit wir da eine permanente Lösung haben. So, jetzt können wir das schön aufeinander bringen, dass das wirklich stimmt. Grundsätzlich müsste jetzt auch diese Ausbuchtung passgenau drauf gehen. Und das nähe ich jetzt ganz einfach einmal hier ringsherum. Das heißt, entlang von dieser Kante und hier mit einem kleinen Abstand vom Rand entfernt, einfach hier dieses Rechteck abnähen. Das mache ich jetzt kurz und bin dann gleich wieder zurück. Und so sieht es aus, wenn es fertig ist. Ich nähe das jeweils mit einer Stichlänge von 4. Sieht ein bisschen besser aus, als wenn das ganz feine Stiche seid. Und ihr habt da auch nicht die Gefahr, dass euch die Snap-Up bricht, wenn das zu eng genäht ist. Wenn euch das gar nicht gefällt, na, ihr könnt das auch immer noch mit von Hand nähen. Auch das ist eine Variante. So, jetzt brauchen wir noch die Heat Press, um das Motiv aufzubringen. Die stelle ich für meine Flexfolie auf eine 2 ein.
Und dann können wir gucken, wo wir das Element draufbringen wollen. Ich würde sagen, so passt es für mich. Und wenn die genug warm ist, dann wird die auch grün. Und dann können wir dafür 30 Sekunden auf allen Stellen drauf. Ich gehe da jeweils kurz auf jede Stelle so drauf, damit das so ein bisschen anklebt und nicht mehr verrutscht. Und dann gehe ich so in Kreis- oder Schiebebewegung über das ganze Motiv für 30 Sekunden pro Stelle. Und dann können wir die Folie abziehen. Achtung, heiß, ne? Und wie gesagt, ne, also das macht ihr so. Da habt ihr hier auch keinen, also ihr liegt ja nicht irgendwie am Strom. Und dann könnt ihr das Handy jeweils einfach reinschieben. Und Strom anschließen. Und so wird das Gewicht des Handys wunderbar gehalten. Das kann in die Steckdose und so könnt ihr das Handy überall laden, wo ihr auch keinen Tisch habt. Ich mache das jeweils so, wenn ich das nicht in Gebrauch habe, ziehe ich das Handy raus und lasse das Kabel dann einfach so drinnen hängen. Dann kann ich da einfach, wenn ich es wieder laden will, wieder einstecken und das Handy wieder reinschieben. Also ich finde es extrem praktisch. Bei mir ist das seit Jahren im Einsatz, weil ich eben genau da, wo ich mein Handy über Nacht lade, keinen Tisch habe und das bei mir der Wecker ist. Von dem her muss es auch da sein. Aber das kann man auch in eine Tasche packen und für unterwegs, ne, wenn man irgendwo sein Handy laden will, wo man eben das nicht ablegen kann, kann man das wunderbar so machen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Die ist wirklich super einfach zum Umsetzen. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund!